Thema kein richtig oder falsch. Ich lasse mir doch nicht von jemandem vorschreiben, ob ich ein Kind haben muss oder nicht. Okay, dann bekommen wir bitte alle keine Kinder mehr und sterben jetzt aus, oder wie? Ich habe lieber einen Hund als ein Kind. Alrighty, mighty. Ist es okay, keine Kinder zu wollen? Selbstverständlich ist das okay. Ich will ganz viele Kinder. Und meine beste Freundin beispielsweise will gar keine. Und dann streiten wir uns immer wieder. Ja, ich will auch Kinder haben. Mädchen und Junge. Ich bin ein sehr freilebender Mensch. Mein ganzer Tagesablauf, es dreht sich eigentlich nur so um mich. Wie gestalte ich mein Leben? Und wenn du Kinder hast, dreht sich dein ganzer Alltag eigentlich nur noch um Kinder. In der heutigen Zeit, wenn ich mir mal das angucke, wie die Menschheit sich entwickelt, ist es für mich absolut nachvollziehbar, wenn einer sagt, ich möchte kein Kinder in die Welt setzen. Das ist immer mehr in Richtung Leistung, aber auch immer mehr in Richtung Egoismus, eigene Selbstverwirklichung geht. Da können, wenn man das hart ausdrücken will, Kinder stören. Findest du es eher egoistisch oder eher mutig? Ich finde das mutig, weil die Gesellschaft das so verachtet. Ich kenne auch welche, die es nie vorhaben, Kinder zu bekommen. Und da fragt man schon in der Familie. Da fragt natürlich der Vater oder die Mutter, wie sieht's aus mit den Enkelkindern? Ich finde, da ist schon irgendwie so eine Erwartung, vor allem eben an Frauen. Das, was ich am meisten höre, ist eigentlich, wenn ich jemandem erzähle, dass ich vielleicht keine Kinder möchte, dass ich da auf jeden Fall noch reinwachse, dass es noch kommt. Ja, dann bist du im hohen Alter alleine und dann denke ich mir dann immer so, weiß man, wenn das Kind groß ist, ob die Harmonie dann überhaupt noch da ist. Wenn ich eine Frau habe, die sagt, ich möchte keine Kinder haben und ich aber Kinder haben möchte, dann müssen wir uns halt trennen. Man wird in der Gesellschaft komisch angeschaut, wenn man Mitte 30 ist, Single und hat keine Kinder. Das tut mir auch so ein bisschen leid, dass da so in den Köpfen ist, okay, jetzt so um die 30 rum, jetzt müsste es mal langsam Zeit werden für ein Kind, sonst läuft auch die biologische Uhr langsam ab. Bei einem Mann ist es gar nicht so schlimm. Es gibt viele Männer, die sagen, ich möchte keine Kinder. Und dann sagt die Gesellschaft, ja, kann ich verstehen. Eltern sind glücklicher als Kinderlose, allerdings erst, wenn der Nachwuchs ausgezogen ist. Kinder sind halt viel Arbeit. Ja, mein Freund mag alles. Ich bin jetzt so ein bisschen beeinflusst durch meine Schwester. Die hat nämlich 2 zuckersüße Kinder, einmal 4 Jahre und einmal 1 Jahr. Und ich sehe einfach, was für eine Arbeit Kinder sind. Yay! Stolzer Papa. Es hat meine Farbe. Der Grund, der mir immer wieder einfällt, ist, will ich momentan irgendwie ein Menschenleben in diese Welt setzen. Unsere Welt ist leider Gottes nicht immer der schönste Ort. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, so, da möchte ich kein Kind reinsetzen. Für mich hat es einfach keinen Sinn, weil wir sowieso schon zu viele Menschen auf dieser Welt sind. Wie ich das Thema Überbevölkerung sehe. Wahrscheinlich sehe ich es gar nicht. Ich nehme es nicht wahr, weil das meistens wahrscheinlich nur so Zahlen sind, die auf mich treffen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Weltbevölkerung bis zur Mitte des Jahrhunderts auf 10 Milliarden Menschen anwächst. Die Welt kann uns nicht ewig versorgen. Das ist ein bekanntes Problem. Und natürlich, mehr Menschen heißt mehr Ressourcenverbrauch. Aber man muss halt immer dran denken, ich bin selbst Vater von 2 Kindern, wer bezahlt mal unsere Rente? Wenn ich an meine Rente denke, da kraut es mir. Vielleicht setzt sich das Kind, das du dann in die Welt bringst, ja auch so sehr für die Umwelt ein, dass es sich wieder nicht lohnt, es nicht zu kriegen. Ein Kind verursacht rund 58 Tonnen CO2 pro Jahr. Im Vergleich, ein Auto verursacht etwa 2,4 Tonnen. Das kann vermutlich wieder nur von einem Mann kommen, dass so ein Vergleich hergestellt wird. Da müsste man ganz viele Autos wahrscheinlich einfach verschrotten und dafür ein Baby machen. Genau. Ich glaube nicht, dass man der Umwelt zuliebe auf Kinder per se verzichten müsste oder auf leibliche Kinder. Das ist ja dann nochmal ein großer Unterschied. Man könnte ja auch immer noch adoptieren. Ich würde das nicht als Argument benutzen, kein Kind zu bekommen. Die Umwelt, der Umweltaspekt, der spielt in Deutschland weniger eine Rolle in Sachen Kinder bekommen. Da gibt es andere Flecken auf der Welt, wo das Thema sein könnte. Was wir halt auf jeden Fall machen sollten, ist Familien, wo eben mehrere Kinder sind oder auch zum Beispiel geflüchtete Familien und so weiter, nicht dafür zu verurteilen, dass sie mehrere Kinder haben, weil auch das leider noch häufig in dieser Gesellschaft passiert. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Wie die kleinen Kindlein schlafen, nun schlaf auch du.